Hallo Freunde! Bei schwachem Licht der Straßenlaternen klein das Kätzchen hat sich bewegt. Ihr Kopf wurde unter den Kopf gedreht, in einem unbequemen Winkel versuchten die Augen zu finden Gleichgewicht. Ihr einst glänzendes Fell ist jetzt, es war verwehrt und schmutzig, und der Körper war bedeckt, die Wunden, die ihr schweigendes Zeugnis waren, eine schmerzhafte Existenz. Jeder Schritt wurde gegeben, sie hat Schwierigkeiten. Und doch ging sie weiter vorwärts, Essensreste aus Mülleimern abholen, sich am Überleben festhalten. Eines Abends, ich habe die Reste von Brot gegessen. Ein vorbeifahrender Junge bemerkte es ihr. Zuerst wurde er geschlagen, der unebene Kragen ihrer Wolle. Aber als er näher kam er näher, ich sah eine frische Wunde an ihrem Hals, sie hat den Kopf schmerzhaft geneigt. Es ist ein Anblick, es machte ihn kalt und es gab einen scharfen Schmerz, sein Herz hat durchbohrt. Als sie bemerkte, dass er schaut sie an, sie hat aufgehört, ist unentschlossen, aber hoffnungsvoll. In ihren Augen gab es ein leises Flehen. Mit einem leisen, keuchenden Schnurren hat sie sich an ihrem winzigen gerieben Kopf an seinem Bein, als ob er ein wenig betteln würde, liebkosungen. Zögere nicht, der Junge beugte sich vor und nahm sie vorsichtig in die Arme. Sie hat sich entspannt, sich gemütlich in der Wärme seiner Umarmungen niederlassen. Der Junge eilte zum nächsten, die Tierklinik, in der der Tierarzt ist. Als er ihren Zustand sah, keuchte er. Ihr Hals teilweise geheilt, wurde die Haut fest und sie hatte noch Narben, aber ihr Kopf war immer noch gedreht, und der Blick ist in eine Richtung gerichtet. Der Arzt führte Schnelltests durch, machte Röntgenaufnahmen und er hat einen Plan für einen langen Weg skizziert vorwärts. Die Genesung versprach, schwierig zu sein und langsam, aber der Junge war unnachgiebig, ich verspreche, sie bei jedem Schritt zu überwachen. Die Tage wurden zu Wochen, und allmählich wurde sie wurde stärker, ihre Wunden heilten durch die selbstlose Fürsorge des Jungen. Mit jedem Tag wurde ihr heiseres Schnurren lauter, und in den Augen, die einmal voller Schmerzen waren, leuchtete es stille Hoffnung. Und eines Morgens, als er die Klinik betrat, um sie zu besuchen, war sie, ich habe ein unsicheres, aber entschlossenes Miauen herausgegeben und ich sah ihn mit einem vollen Blick an Dankbarkeit und Liebe. Zum ersten Mal für eine lange Zeit hat sie das gespürt, was sie so sehr anstrebte, war warm, Sicherheit und Hoffnung auf das Beste, ein Leben. Ihre Reise war weit von ihrem Ende entfernt, aber neben ihrem treuen Freund ist sie, ich habe etwas Wertvolles gefunden. Anlass, Hoffnung, Chance zu heilen und Ort, zu dem sie gehören können.